Hallo meine Freunde, hola Madridistas. 450 Spiele, 27 Titel, darunter 6-mal die Champions League. Eine Legende verlässt Real Madrid, Dani Carvajal, der wohl beste rechte Verteidiger aller Zeiten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns auch über Verwirrung im Fall Negreira, die gestern durch die spanische Medien gejagt ist. Ich erkläre euch, was da passiert ist und warum das wieder einmal absoluter Quatsch ist aus der Barca-Bubble. Und zu guter Letzt, so wie es aussieht, gibt es zum ersten Mal seit fast 15 Jahren Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid, denn Enrique Riquelme stellt sich anscheinend zur Wahl. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Jr. Das war gestern die Stimmung in Brasilien, als Carlo Ancelotti die Nominierung von Neymar bekannt gegeben hat für Brasilien. Der Brasilianer ist bei der WM dabei und ganz ehrlich, mich persönlich hat es sehr gefreut. Spieler wie Neymar, wie Messi, wie Cristiano Ronaldo sind wahrscheinlich nicht mehr die besten Spieler ihres Landes, aber trotzdem sind das absolute Legenden des Fußballs, die zu so einem Event, zu so einer WM einfach dazugehören. Ich freue mich riesig für alle drei, dass die bei der WM sind. Ja, warum die brasilianische Nationalmannschaft? Aus Sicht von Real Madrid erfreuliche Nachrichten. Auch ein Endrick, der inzwischen schon wieder in Madrid zurück ist, hat erfahren, dass er bei der WM dabei ist. Wer hätte das vor einem halben Jahr gesagt? Dieser Junge war 1,5 Jahre auf der Bank bei Real Madrid. Der war komplett unten durch und innerhalb von einem halben Jahr in Lyon schießt er sich zur WM. Und ich hoffe, dass der bei der WM sich da auch zur Weltklasse schießt und ab nächstes Jahr ein wichtiger Teil von Real Madrid wird. Es soll es werden, hat gestern Fabrizio Romano noch in seinem Video geteilt. Gab gestern ein 3-Minuten-Video oder 4-Minuten-Video von Fabrizio Romano nur zu Real Madrid. Aber vielleicht kann ich morgen davon etwas in mein Video packen. Dieses ist zu vollgepackt. Ja, wie gesagt, kommen wir jetzt weg von der WM hin zu Real Madrid. Übrigens, Vini ist natürlich auch bei der WM, nicht, dass wir es vergessen. Rodrigo, Militao natürlich nicht, weil sie verletzt sind. Als Real Madrid-Legende ein Casemiro fährt auch mit. Also haben wir das jetzt abgeschlossen. Ja, und kommen wir jetzt einmal zu Dani Carvajal. Hallo Madrid-Fans. Einer der schwierigsten Momente meines Lebens ist gekommen. An diesem Wochenende werde ich unser Trikot zum letzten Mal tragen. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag im Jahr 2002. Ich erhielt das schönste Geschenk, das sich ein Kind vorstellen kann. Das Trikot zum 100. Jahrestag meiner Erstkommunion und die Nachricht, dass ich Teil der Jugendakademie von Real Madrid werden würde. Dieser verträumte Junge hätte sich niemals vorstellen können, dass er nun die Reise seines Lebens begann. Es waren 10 unvergessliche Jahre, in denen ich jede Altersklasse der Nachwuchsakademie durchlaufen habe, in denen ich als Fußballer und vor allem als Mensch gewachsen bin. Dort habe ich gelernt, was es bedeutet, dieses Wappen zu verteidigen. Ich habe verstanden, dass es nicht nur Fußballspielen heißt, ein Madridista zu sein. Es ist eine Art, das Leben zu verstehen. Im Jahr 2012 haben wir mit Castilla diesen historischen Aufstieg geschafft, eine Leistung, an die ich mich mit besonderer Zuneigung erinnere. Danach, nach einem Jahr in Deutschland, kehrte ich nach Hause zurück. Ich kehrte an den Ort zurück, an dem ich immer sein wollte. Mein Traum wurde wahr, aber das Beste sollte noch kommen. Seitdem haben wir Nächte erlebt, die für immer in die Geschichte und in mein Herz eingehen werden. La Decima, 3 aufeinanderfolgende Champions League-Titel, Meisterschaften, unmögliche Aufholjagden, 2 weitere Europapokale, die im Santiago Bernabéu erobert wurden, das wie nie zuvor bebte. Nur wer in diesem Stadion gewesen ist, kann die Magie verstehen, die man spürt, wenn dieser Club das Unmögliche herausfordert. Aber der Weg war nicht immer eben.
Es gab Verletzungen, Rückschläge und Momente des Zweifelns, die mich auf die Probe gestellt haben. Und immer bin ich wieder aufgestanden. Denn wenn mir dieses Wappen eines eingebrannt hat, dann niemals aufzugeben. Am Tag meiner Vorstellung habe ich euch gesagt, dass ich bis zum letzten Atemzug auf dem Platz alles geben werde, um diesen Club und dieses Team besser zu machen. Heute, 6 Champions League Titel und 27 Trophäen später, gehe ich ruhig und mit Frieden im Herzen, weil ich weiß, dass ich mein Wort gehalten habe. Ich schließe dieses Kapitel nach mehr als 450 Spielen ab, in denen ich wirklich alles gegeben habe. Ich kann euch nur Danke sagen. Danke für jeden Applaus, für jede magische Nacht, dafür, dass ihr uns zu unmöglichen Siegen getragen habt und dafür, dass ihr das Bernabeu zu dem Ort gemacht habt, an dem Träume wahr werden. Danke, dass ihr auch in schwierigen Momenten da wart, für eure bedingungslose Zuneigung und dafür, dass ihr mich habt spüren lassen, Teil von etwas zu sein, das viel größer ist als ich selbst. Ich gehe mit einem vollen Herzen und ewigem Stolz, dem Wissen, dass ich für diesen Verein alles gegeben habe. Denn Madridista zu sein, kann man nicht erklären, das muss man fühlen. Lebt wohl, Real Madrid. Was soll ich sagen? Real Madrid verliert zum 6. Mal am Stück ihren Kapitän. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder vorgewarnt, so wie es aussieht, wird Dani Carvajal Real Madrid verlassen. So wie es aussieht, wird Real Madrid ihm keine Vertragsverlängerung anbieten. Nur Mourinho hätte es stoppen können, etc. Und als es gestern offiziell geworden ist, ist es wie letztes Jahr. Es fühlt sich immer an, als wenn ein Familienmitglied von mir geht. Ich kann es nicht erklären, die kennen mich nicht, ich bin denen scheißegal, ich weiß das. Aber für mich sind das fast wie Brüder, wie Cousins, ich kann es nicht erklären. Als ich gehört habe, Dani Carvajal verlässt uns und ich bin bei weitem mit einigen Sachen, die er im letzten Jahr gemacht hat, nicht zufrieden. Trotzdem ist er mein Bruder. Trotzdem ist Dani Carvajal eine der größten Legenden in der Geschichte von Real Madrid. Der Junge, der den ersten Stein in Valdebebas gelegt hat. Wer hätte sich das denken können? Der Junge, der random ausgesucht wird, von allen, wird eine der größten Legenden von Real Madrid. Von diesen Jungs wird vielleicht 1% Profi. Und der ist nicht nur Profi geworden, der hat 6-mal die Champions League gewonnen. Dem fehlt ein Titel, den wird er wohl leider nicht mehr erreichen, oder nicht wohl, den wird er leider nicht mehr erreichen, um der Rekordtitelträger von Real Madrid zu sein. Bleibt auf dem 2. Platz dieser Junge, den die damals random ausgesucht haben. Also das Schicksal spielt manchmal seltsame Streiche. Ja, und was ich eben schon gesagt habe, 450 Spiele, am Wochenende werden es 451, 27 Titel. Der gewinnt alle 16 Spiele, hat er bei Real Madrid den Titel gewonnen. Was ist das für eine Statistik? Darunter 6-mal die Champions League. Und nicht nur das, er war in allen 6 Spielen natürlich unser Stammspieler. Unter anderem die Vorlage gegeben auf Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin. Unter anderem gegen Borussia Dortmund das 1:0 gemacht, nachdem er vorher, als er zum Präsidenten ins Flugzeug steigt, gesagt hat, wir holen das Ding. Was für eine Legende. Ja, für mich ist natürlich traurig, wie es am Ende zu Ende gegangen ist. Die schwere Verletzung hat ihn mehr mitgenommen, als er gedacht hätte. Er war unzufrieden mit seiner Situation. Ich kann ihn auch ein bisschen verstehen. Er wollte unbedingt nochmal zur WM, wie ein Ronaldo, wie ein Neymar, wie ein Messi noch einmal als Legende zur WM. Hat es aufgrund seiner wenigen Spielzeit nicht geschafft. Und ich hätte mich für ihn gefreut. Wir dürfen nicht vergessen, vor 2 Jahren war er ein Ballon d'Or-Kandidat. Wer hätte das jemals gedacht über einen Dani Carvajal? Ich meine, der ist mit Madrid die Champions League gewonnen, hat im Finale das Kopfballtor gemacht. Der hat mit Spanien die EM gewonnen, hat auch da ein Tor gemacht, nicht im Finale, sondern in der Vorrunde. Hat ein tolles Turnier gespielt. Ja, eine Legende, mein Herz blutet. Ja, ich kann nichts anderes sagen als danke, Dani Carvajal. Wir Madridistas stehen ewig in deiner Schuld. Für mich bist du der beste rechte Verteidiger in der Geschichte des Fußballs und ich hoffe, wir sehen dich irgendwann in der Zukunft wieder bei Real Madrid. Ich hoffe, nach dem, was du am Wochenende geleistet hast, dass deine Karriere noch nicht vorbei ist. Vielleicht kannst du dir ja die Taschen nochmal voll machen in Saudi-Arabien, USA oder irgendwas in der Art. Ja, wie gesagt, Dani Carvajal verlässt Real Madrid. Und ich muss jetzt mich ablenken, sonst kommen die Kullertränen. Ja, wie dem auch sei, kommen wir zu einem anderen Thema. Denn gestern aus heiterem Himmel poppten überall die Informationen raus. Negreira, der FC Barcelona wäre freigesprochen worden. Es wäre alles bewiesen worden. Schiedsrichter wurden nicht manipuliert. Schiedsrichter wurden nicht bezahlt. Negreira hatte keinen Einfluss. Ich dachte, was ist denn hier los? Zeitungen wie El Mundo Deportivo oder La Cope
haben sogar Artikel dazu veröffentlicht. Ja, und ihr kennt mich, was habe ich natürlich gemacht? Ich bin auf Recherche gegangen, ich bin auf Quellensuche gegangen. Ja, und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dieser neue, ultimative Beweis etc. ist nichts anderes als der Bericht des Finanzamtes von vor 4 Jahren. Der ist von 2022. Das Einzige, was passiert ist, der mediengeile Anwalt Miguel Galán hat den auf seiner Twitter-Seite veröffentlicht. Ja, und die ganzen Barca oder hirnlosen Barca Content Creator haben das direkt hochgepusht, als wenn die das Rad neu erfunden hätten, als wenn die Feuer gemacht hätten oder Feuer entdeckt hätten. Es ist unglaublich. Und die Zeitungen haben es gefressen. Ja, was geht aus dem Bericht vor, bevor da irgendwie Verwirrung aufkommt? Da unten steht, dass das Finanzamt mit seinen Mitteln nicht feststellen konnte, dass Enrique Negreira Einfluss genommen hat auf die Karriere der Schiedsrichter, dass die Schiedsrichter nicht von diesen Konten, die überprüft haben, bereichert haben, ja, und dass die nicht feststellen konnten, dass da eine Korruption vorliegt. Ja, aber was in dem Artikel auch steht, das ist zufälligerweise nicht gelb markiert, ist oben, dass es Zahlungen gab, dass diese Zahlungen nicht zu rechtfertigen sind. Ja, die schreiben sogar, dass es zu möglichen illegalen Dienstleistungen geführt hat. Ja, und für diejenigen, die jetzt nicht verstehen, was da genau passiert ist. Das Finanzamt mit seinen Mitteln, das ist gar nicht zuständig dafür, Straftaten zu verfolgen. Die nehmen nur auf und wenn denen irgendetwas auffällt, geben die das an die Staatsanwaltschaft weiter. Und die Staatsanwaltschaft schaut sich das an und schaut sich das an, ob dann überhaupt ein Strafverfahren eröffnet werden muss oder ob es eine Kleinigkeit ist. Ja, und genau das ist ja vor 4 Jahren passiert. Dieses Dokument, was jetzt anscheinend der Freispruch sein soll, ist in Wahrheit der Ursprung von allem. Mit diesem Dokument hat alles angefangen. Das Finanzamt hat gemerkt, hier könnten illegale Dienstleistungen vorhanden sein. Geben wir das lieber an die Staatsanwaltschaft weiter. Die Staatsanwaltschaft, ihr müsst euch vorstellen, die Staatsanwaltschaft versucht natürlich so wenig wie möglich zu verfolgen, denn ihr wisst, wie die Gerichte sind in Spanien, genau wie in Deutschland, überfüllt. Aber die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, um Himmels Willen, das sieht aber überhaupt nicht gut aus und hat dann ein Strafverfahren eröffnet, weil genügend Indizien da waren. Ja, und dann haben die das der Polizei gegeben. Die Aufgabe der Polizei ist es nämlich zu ermitteln, nicht vom Finanzamt. Und die Polizei hat ermittelt über 1 Jahr. Wer meinen Kanal kennt, weiß, was jetzt kommt. Die Polizei hat dann einen Bericht an die Staatsanwaltschaft gegeben und oh Wunder, in dem Bericht stand, natürlich hatte ein Enrique Negreira großen Einfluss auf die Karriere der Schiedsrichter. Und deshalb gibt es ja überhaupt erst das Gerichtsverfahren, sonst wäre das ja alles gar nicht passiert. Ja, es gibt auch die ersten Barca-Creator, ich musste dazu heute einen Short machen, die behaupten, es ist festgestellt worden, Negreira wurde nicht bezahlt. Also es ist wirklich unglaublich, was da in dieser Bubble vorgeht. Natürlich wurde Negreira bezahlt. Alle 4 Präsidenten haben die Zahlungen zugegeben. Es wurden Schecks gefunden, unter anderem in Höhe von 60.000 Euro für Aloe Vera. Also, lasst euch nicht verwirren. Sogar die Verwirrung ist verwirrt. Das alles wurde aus dem Nichts hochgeploppt, weil Miguel Galán, dieser mediengeile Anwalt, wieder einmal nach Aufmerksamkeit gesungen oder geschrien hat. Und die Barca Content Creator einfach nicht die hellsten sind, so muss man das einfach sagen. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, das ist jetzt auch geklärt. Ja, und dann kommen wir zum dritten Thema dieses Videos. Und ich hatte euch von der Woche berichtet, dass es möglicherweise zu Wahlen kommen könnte bei Real Madrid. Es gibt einen Kandidat, der alle Ansprüche erfüllt, nämlich Enrique Riquelme. Ja, gestern hatte er eine Veranstaltung in Madrid und er wurde von den Medien gefragt. Hören wir da selber einmal rein. In den nächsten Tagen verstehe ich, dass ihr Interesse daran habt, was passieren wird. Wir arbeiten noch dran. Man hat uns sehr wenig Zeit gelassen, um etwas zu organisieren, das wirklich Sinn macht, das gut für Real Madrid ist. Wir werden unsere Zeit nicht verschwenden und in den nächsten 2-3 Tagen entscheiden wir, was wir tun werden. Und wenn wir es machen, dann wird es wirklich etwas sein, das Sinn macht und das für ein neues Real Madrid in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren begeisternd ist. Also, haben Sie die Bürgschaft? Ja, natürlich. Sonst würden wir darüber nicht sprechen. Ja, ihr habt es gehört. Natürlich hat er die Bürgschaft. War bei dem und seinem Vermögen aber auch kein Wunder, habe ich euch ja gesagt. Dazu wird er die nächsten 3 Tage arbeiten. Was ist das Problem?
El Larguero hat das Ganze so ein bisschen zusammengefasst. Hören wir da zusammen einmal rein. Mir wird gesagt, dass es jetzt, mehr als um die Unterstützung, die für einen Unternehmer wie Riquelme offenbar kein großes Problem wäre, um etwas anderes geht, nämlich dass er viele Leute aus seinem engen Umfeld sondiert. Vielleicht im Moment sogar zu viele, und er wird auswählen müssen, aber er fragt, wer sein Sportdirektor sein könnte, wer seinem Vorstand angehören könnte, und dann natürlich das sportliche Projekt, das er diesem Sportdirektor überlassen würde. Aber klar, den Madridistas kann man sich bei einer Wahl nicht stellen, ohne ihnen zu sagen, wie das sportliche Projekt aussehen würde, wen man verpflichtet hätte, welchen Spieler man bereits gebunden hätte, welche Weltstars man bereits sicher hätte. Wer wäre oder wer soll dein Trainer sein? Nun, daran wird gearbeitet, aber ich wiederhole, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, dass Riquelme den Schritt machen und kandidieren wird. Ja, auch wenn Enrique Riquelme schon seit Jahren ein bisschen hin und her mit dem Gedanken spielt und arbeitet, hat ihn jetzt diese Wahlen etwas überrascht. Und er hat jetzt sehr kurzfristig Zeit, sein ganzes Team aufzustellen. Der braucht einen Sportdirektor. Dieser Sportdirektor muss mit möglichen Trainern reden, muss mit möglichen Spielern reden, denn Wahlen bei Real Madrid sind einfach was richtig Geiles, und für jeden von euch, der noch keine erlebt hat, freue ich mich persönlich. Das ist wie, wenn einer noch keinen guten Film gesehen hat und du denkst, oh, der wird ihn bald sehen. Ja, ich freue mich tatsächlich für euch, denn Wahlen bei Madrid laufen so ab, dass Kandidaten sagen, mein sportliches Projekt ist, zum Beispiel, mein Sportdirektor ist, ich sage jetzt einfach mal irgendwas, Sergio Ramos. Und sein Trainer ist Jürgen Klopp. Und wenn er kommt, kaufen wir 100% einen Erling Haaland und einen Vitinha. So nach dem Motto. Ja, so hat damals zum Beispiel ein Florentino Perez die Wahlen gewonnen. Damals hat er gesagt, wenn ich Präsident werde von Real Madrid, kommt Figo, der größte Star damals von Barca, das wäre wie wenn die jetzt sagen würden, Lamine Yamal, kommt nach Real Madrid. Und wenn nicht, zahle ich von jedem Socio die gesamte Mitgliedschaft für ein Jahr. Ja, und so hat ein Florentino Perez gewonnen. Also, die Frage ist jetzt, ihr habt ihn selber gehört, ob er in diesen 3 Tagen ein sinnvolles Projekt aufbauen kann. Ob er da einen Sportdirektor findet, der Zeit findet, mit Trainern zu reden, mit Spielern zu reden, etc. Er hat selber gesagt, er stellt sich nur zur Wahl, wenn ein vernünftiges Projekt zustande kommt. Und so wie es auch vom Larguero verstanden wird, man geht inzwischen davon aus, dass er antreten wird. Auch El Confidencial heißen sie, glaube ich, haben auch einen Bericht geschrieben, dass er antreten wird. Ja, bin ich gespannt. Für mich, ich sag's immer, meine erste Wahl ist und bleibt Florentino Perez. Also ich lüge euch jetzt hier nicht an. Aber ich bin gespannt, was ein Enrique Riquelme zu bieten hat. Also wenn jetzt wirklich solche Kombinationen kommen, dass er Weltklasse-Spieler nach Real Madrid versprechen kann, weiß Gott, mal schauen, was die Socios dann machen. Aber im Grundprinzip macht er auch das, um sich erstmal zu kennen zu geben. Und wenn irgendwann in 4 Jahren dann Neuwahlen sind und ein Florentino Perez sagt mit 85, danke, mir reicht's, dann ist Enrique Riquelme, hat er noch viel mehr Zeit, sein Projekt aufzubauen. Ja, das sind die Neuigkeiten aus dem Madrid-Universum. Es gab noch eine ganze Menge andere, zu denen bin ich heute nicht gekommen, aber dazu komme ich in meinen nächsten Videos. Vielen Dank dafür, dass wir die 29.000 geknackt haben. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den 30.000. Unterstützt mich bitte mit einem Follow, unterstützt mich bitte mit einem Like und einem Kommentar. Und ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!